geht das Problem schon los. Das bin ich, Daniel. Putzen war noch nie meine Leidenschaft. Schon gar nicht, wenn es um den Dreck von anderen geht. Das finde ich zum Beispiel richtig eklig, fremde Haare. Dummerweise gehört diese Arbeit einfach dazu. 7 Tage lang schaue ich hinter die Kulissen eines Hotels im Frankfurter Bahnhofsviertel. Für mich etwas Besonderes, denn 1 Jahr lang war ein Hotel sogar mein Zuhause. Mehr dazu später. Hallo. Hallo, hi. Hi. Daniel, freut mich. Steffi, Ja, komm rein. danke. Dann gehen wir erstmal an die Rezeption. Ja. Und ich Hallo. würde dich bitten, diesen Hi. Meldeschein auszufüllen. Okay. Und wir schauen schon mal, in welchem Zimmer du bist. Wie Dann viele gehen wir Zimmer da. habt ihr, Steffi? Wir haben 27 Zimmer. Und in eins davon miete ich mich ein. Und wenn du hier noch unterschreiben Ja. würdest. Der Aufzug ist direkt hier hinter uns. Und dieser Schlüssel schließt die Tür nicht auf. Wenn du also rausgehst, bitten wir dich, den abzugeben und zu klingeln. Die Rezeption ist 24 Stunden besetzt. Der ist ja auch ein bisschen groß, würde Ja. ich mal sagen. Ja. Sonst kenne ich das aus Hotels mit so kleinen Kärtchen. Ihr Genau. habt das hier nicht. Nee, Warum wir sind nicht? eher so von der Oldschool-Liga. Bevor Steffi das Hotel Nizza 2018 übernommen hat, war sie hier selbst angestellt. Besonders beliebt ist es wohl bei Künstlern, weil es nah am Schauspiel Frankfurt ist. Und mit etwas über 100 € für Frankfurt erschwinglich. Folgen Sie mir unauffällig. Das ist nämlich hier diese Küche. Okay, geil. Das ist natürlich richtig geil. Das ist so ein Raum, hier kann man irgendwie, auch wenn es manchmal stressig ist, weil man unter Zeitdruck ist und muss noch ein paar Sachen machen, aber hier kann ich total entspannen. Hier spielt sich das Frühstück für die Gäste ab. Ich muss wirklich sagen, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Das ist eigentlich total absurd, ne? Weil ich mache Fernsehen. Ja. Das sind ja sehr, sehr viele Menschen, aber es ist noch mal was anderes. Ja, klar. Ja, Das ist, wie verhält man sich? Ja? Gehe ich zum jeden Gast und sage, guten Morgen, was möchten Sie zum Trinken? Oder wie? das wirst du morgen sehen. Ja, Ich verrate jetzt einfach mal nicht. Danke, Steffi. Du sollst ja gut schlafen können heute Nacht. Ja. Okay, gut. Ja, dann sage ich mal ab ins Bettchen. Morgen früh weht ein anderer Wind. So bossy kann ich mir Steffi gar nicht vorstellen. Aber immerhin verdient sie damit ihren Lebensunterhalt. Ja. Ja, klein, aber fein. Und alles bisschen Vintage. Ist eigentlich ganz bequem. Ja. Leider ist die erste Nacht im Hotel für mich immer der Horror. Und jetzt auch noch im Bahnhofsviertel, wo eigentlich niemals richtig Ruhe einkehrt. Ein bisschen mulmig ist mir schon. Vor allem, weil um 5 Uhr mein Wecker klingeln wird. Das Problem ist nur, dass ich nicht mehr als 3 Stunden geschlafen habe. Und jetzt muss ich den Tag irgendwie überstehen. Also jetzt duschen und dann muss ich Frühstück vorbereiten und servieren. Während halb Frankfurt noch schläft und im Bahnhofsviertel endlich bisschen Ruhe einkehrt, beginnt mein erster Arbeitstag. Völlig übermüdet. Morgen. Morgen. Steffi, es ist ein bisschen frech, wenn ich erstmal nach einem Kaffee frage. Nee, gar nicht. Ja, ich glaube, ein Kaffee wäre erstmal Täglich gut. Brot. Haben wir Zeit oder? Nee, wir sind ein bisschen nicht in Zugzwang, aber wir sollten langsam losstarten. Ja, sehr gut. Mit Liebe gemacht. Soll ich mit rein? Ja, komm doch rein. Also, als erstes backen wir die Brötchen auf. Ja. Ah, Croissants habt ihr Gibt's auch, wird immer sehr gerne genommen. Das ist jetzt TK-Ware. Genau, die vorgebacken ist. Ja, so früh haben die Bäckereien ja noch nicht offen. Jetzt muss ich ran. Du kannst dich ein bisschen austoben. Gut. Okay. Ich schimpf dann, wenn es mir nicht gefällt. Okay. Boah, das setzt mich jetzt voll unter Druck. Reicht das Genau. an diesem? Ja, Ja? genau. Du könntest es ein bisschen liebevoller gemacht haben, aber okay. Ich verzeih dir, weil es dein erstes Mal ist. So früh am Morgen den Fleischgeruch in der Nase zu haben, ganz ehrlich, für mich nicht so lecker.
Steffi ist das wurscht, denn heute haben sich 15 Personen für das Frühstück angemeldet. Viel früher als erwartet sind schon die ersten Gäste da. So, wollen Sie sich setzen oder machen Sie so einen schnell so im Stehen. Okay, so ein schneller Kaffee vor der. Kaffee, so bevor es losgeht. Ja, haben Sie gut geschlafen? Bestens, wunderbar. Ja. Sind häufig hier im Hotel. Ja, ich bin schon seit 2007, 6 oder 7 hier eigentlich regelmäßig. Es gab Phasen, da war ich wirklich jede Woche hier. Haben Sie nicht Lust, mal was Neues auszuprobieren? Was macht das besonders hier, das Hotel? Das ist eigentlich gar nicht wie so ein normales Hotel funktioniert und aussieht, sondern eher wie hat mehr so eine Art Pensionscharakter für mich. Und die Menschen, die hier arbeiten, sind mir ja doch irgendwie so ein bisschen ans Herz gewachsen. Es arbeiten rund 12 Personen im Hotel. Das macht alles familiärer. Vor allem das schätzen die Stammgäste hier. Okay. Respekt habe ich vor allem vor dem Servieren. Ich habe davor noch nie in der Gastro gearbeitet. So, dann der Latte. Auch, ja. Ja. Na, das ist super. Ja, ich bin ja jetzt erstmal 7 Tage hier. Ach so, wir arbeiten mit. Ich arbeite mit. Was machen Sie beruflich? Ich bin Stuntkoordinator für Film und Fernsehen und mittlerweile in den letzten Jahren immer mehr für Theater auch. Aber das heißt, Sie waren dann wahrscheinlich auch, wenn Sie das Ganze jetzt koordinieren, waren Sie wahrscheinlich selber irgendwann mal Stuntman. Genau, ich bin schon seit 40 Jahren mittlerweile im Geschäft. 40 Jahre? 40 Jahre, ja. Welchen bekannten Schauspieler waren Sie denn Stuntman? Oh, auch von John Malkovich bis hin zu Til Schweiger und Jan-Josef Liefers. Und also, das ist so viel in so einer großen Zeit, dass das auch völlig unerheblich eigentlich letztendlich ist. Dann lasse ich Sie mal weiter frühstücken. Guten Appetit. Dankeschön. Steffi hat ihre Augen überall und hat mein Problem sofort erkannt. Auch wenn bisher alles gut gegangen ist. Hast du schon mal ein Tablett so getragen mit einigen Dingen drauf? Nein. Okay, komm, wir üben das mal. Das kannst du dir jetzt in diesem Fall sogar da hinstellen, weil da ist ja niemand mehr. Und dann packst du alle Sachen da drauf. Das ist schon mal sehr fachmännisch gewählt. Doch, tatsächlich, echt? ja, weil das fällt nämlich gerne runter. Das war so intuitiv. Ja, siehst du mal, deine Intuition. Hast du das Besteck, das kommt da rein, die Teller kommen da unten hin. Zack, zack. Siehst du, bis das wieder... Ja, die sind sehr empfindlich, die Tische. Ja, genau. So, und dann musst du das noch trocken wischen, ohne Putzstreifen. Steffi nimmt's ganz genau. Ach, ich wünschte, der Tisch wäre grau. Ja, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass beim Frühstücksservice so viel geputzt und aufgeräumt wird. Wenn ich mir vorstelle, jeden Tag immer der gleiche Ablauf, ich glaube, das wäre mir auf Dauer zu eintönig. Der Tag endet, wie er begann, mit Kaffee. Bevor Steffi das Hotel übernommen hat, war sie viele Jahre in der Gastro tätig. Den Beruf hat sie von der Pike auf gelernt, eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht. Da hast du ja für ein Unternehmen gearbeitet. Das heißt, du hattest einen Chef. Und ich stelle mir das vor, wenn man dann sagt, okay, ich übernehme jetzt ein Hotel. Ich bin jetzt der Chef oder die Chefin. Ich habe jetzt Personalverantwortung. Ich meine, du trägst die Verantwortung für all das hier. Ja, das muss ich sagen, das gibt immer so Phasen, wo ich auch nachts nicht gut schlafe, weil doch viel Last auf meinen Schultern hängt. Und ich will mir das dann immer nicht so eingestehen und ich muss dann schon jonglieren. Manchmal zahle ich mir auch kein Gehalt aus. Da muss der Mann ran. Ja, warum machst du das dann? Ich habe einfach den Anspruch, also wie gesagt, es ist so ein bisschen mein Baby hier. Das ist, du bist so mit Haut und Haaren einfach dabei. Ja, und das spürt man im ganzen Hotel. Seit ein paar Wochen arbeitet Sandra an der Rezeption. Sie zeigt mir, wie das System hier funktioniert. Man kann zwar online buchen, aber die Reservierungen werden hier per Hand in ein Buch geschrieben. Da ist eine Gäste. Sie will bezahlen und auschecken. Zufrieden? Frühstück lecker? Frühstück lecker, ja. Das ist doch auch Wahnsinn.
Es kommt sonst immer diese Rechnung sofort raus. Warum kommt die jetzt nicht? Heute alle Rechnungen kamen sofort raus. Warum kommt hier die Rechnung nicht? Weil der Drucker blöd ist. Ja, guck mal oben. Hier? Nee. Was ist denn jetzt los? Drucker-Scanner. Ja. Kassendrucker. Hier, Ja. 2 in der Warteschlange. Ah, okay. Hand aufs Herz. Wer kennt's nicht? Geräte auswählen, Drucker verwalten. Ich hätte es ja anders gemacht. Ich hätte einfach mal den Drucker an- und ausgemacht. Ich liebe alles an dieser Situation gerade. Also das haben wir da. Der Drucker streikt weiterhin. Steffi muss das Problem lösen und telefoniert mit dem IT-Service. Naja, zumindest funktioniert noch das EC-Gerät. Was die Rechnung angeht, die wird jetzt per Mail verschickt. Ihren Adressdaten. So, jetzt Telefon. Rezeption. Ja, ja. Okay. Steffis Blick bedeutet Okay, I can nichts Gutes. understand. Probably you could move to another room. Yeah? Okay. You're welcome. Bye. Probleme? Nächstes Problem, die Heizung lässt sich nicht abstellen. Der Thermostat ist irgendwie, Da, wo wir neulich schon geguckt haben. genau, der ist sehr schwergängig. Das müssen wir auch noch machen. Genau, du bist ja Nebenbei. jetzt der neue Hausmeister auch, ne? Ja? Kannst du uns da mal helfen? Ja, lass uns mal schauen. Genau, sie möchte gerne ein anderes Zimmer. Okay, jetzt beginnt das Puzzeln. Der Gast muss in ein neues Zimmer umgebucht und das Problem im alten Zimmer gelöst werden. Let's go. Zähne ziehen. Ja. Das finden die Leute immer total bemerkenswert, wenn ich mit so Werkzeug hier rumlaufe. Trauen die dir das nicht zu, oder was? Das ist, glaube ich, heute noch so verankert, dass man den Frauen nicht zutraut, dass die auch mal handwerkliche Begabungen an den Tag legen. Wobei gerade bei dir hier im Hotel mehr Frauen arbeiten als Männer. Ja. Steffi hofft, dass das Zimmer nicht benutzt wurde. Wenn ja, dann muss es wieder gereinigt werden. Dann gucken wir doch mal. Ja. Ist halt genau das eingetreten. Die Heizung an, Fenster auf. Sogar das Bett ist auch schon benutzt. Ist eigentlich alles benutzt. Ja. Das Thermostat lässt sich nicht gut bewegen. Und eigentlich müsste das ja aufgedreht sein, weil die Heizung so heiß ist. Und schließt also nicht. Gut, dann rufe ich den Hausmeister an. Klar, dass Steffi das Problem sofort beheben muss. Denn ein leerstehendes Zimmer heißt keine Kohle. Ein ganz schön großes unternehmerisches Risiko, das nicht jeder aushalten kann. Also ich frage jetzt einfach mal, ne? Was verdient man denn so im Monat? Als Hotelfachfrau? Nee, mit so einem Hotel. Also wie viel Einnahmen hast du, ohne dass du jetzt die Kosten alle abrechnest? Ich kann es dir gar nicht genau sagen, weil das variiert so. Es ist einfach, ich muss mindestens, sage ich mal, 30.000 € erwirtschaften, um meine laufenden Kosten zu bezahlen. Personal. Personal, Pacht, Strom, also 30.000 lang eigentlich nicht. Und es gibt ja so Wochen, wie wir jetzt ja auch hatten, wo die Auslastung eher schlecht ist, nicht mal 50%. Und so schleppen sich dann so Defizite ein, die man höchstens bei einer Messe kompensieren kann, indem man die Preise ein bisschen anhebt. Ja. Und dann zahlst du dir selbst ein Gehalt Genau, aus das jeden heißt dann Monat. Privatentnahme in dem Fall. Und wenn ich jetzt hier gut verdienen, also wenn wir gute Umsätze machen würden, dann könnte ich mir dann auch 7.000 € auszahlen, wenn ich wollte. Aber das habe ich noch nie getan. So viel gibt es nicht her. Weißt, ich habe eine private Altersvorsorge. Reicht dir das? Naja, also ich sag mal, es könnte besser sein, aber ich habe auch schon weniger verdient. Ich stelle mich dann einfach darauf ein, solange ich meine Miete bezahlen kann, mein Auto und so weiter und mal ab und zu in Urlaub fahre, bin ich eigentlich zufrieden. Aber na klar, würde man immer gerne mehr Geld haben. Dann kann man sich auch mehr nehmen und ich könnte auch meinen Mitarbeitern mehr zahlen. Wer modernen Luxus im Hotel Nizza erwartet, ist falsch. Hier gibt es sogar noch außergewöhnliche Zimmer. Es knarzt und knurzt ja hier auch immer so ein bisschen, ne, weil das ein altes Haus ist. Und es hat alles schon so ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel. So, wir sind im 4. Stock angekommen. Und zeige ich dir jetzt mal eine Zimmerkategorie, die es bei uns noch gibt. Das nennt sich Zimmer mit Etagenbad.
Das sind Zimmer, die haben keine Dusche oder WC im Zimmer angeschlossen, sondern von dieser Kategorie gibt es auf jeder Etage 2 Stück. Und jeweils 2 Zimmer oder 2 Gäste teilen sich ein gemeinsames Bad, das ich dir auch gleich zeige. 2 unterschiedliche Gäste. Ja. Würdest du das selber machen? Also ich sag mal, dadurch, dass ich es hier kenne, würde ich es auch selber machen. Aber in der Regel stimme ich dir zu, dass ich natürlich gerne mein eigenes Bad habe. Es geht gar nicht mal so ums Bad, sondern um den Toilettengang. Genau. Ne? Wenn du andauernd aufs Klo musst, weil du eine schwache Blase hast oder so, ist es unangenehm, da auch über den Gang zu laufen. Ja, vor allem weißt du ja auch nicht, wer vor dir da irgendwie drauf war. Das heißt, desinfizieren oder ein Nest bauen oder so. Ja, also, ich meine, hallo? Ja, aber wie gesagt, es gibt Leute, die haben überhaupt kein Problem. Oft also Künstler, die sind da ziemlich offen für sowas. Ja. Okay. Viele Künstler müssen ja wirklich auf jeden Euro achten. Da kommt also ein günstiges Zimmer mit Etagenbad gelegen. Aber ist günstig auch gleich hässlich? Du siehst, es ist... Oh, das ist schon ziemlich cool, Steffi. Das ist schon echt groß Oh, und schön. guck mal, dieser Boden. Sag mal, wie viele Sterne hat denn dieses Hotel? Das Hotel hat gar keine Sterne. Ich lege darauf keinen Wert. Das ist einfach Es egal. bringt mir nichts, Sterne zu haben. Naja, Also, aber du könntest ja mehr Gäste zum Beispiel haben. ich will gar nicht mehr Gäste, weil das Problem ist gar nicht, das Hotel hier voller zu kriegen, als es ist. Jetzt hast du aber gesagt, es geht dir gar nicht so sehr darum, noch mehr Gäste zu haben. Worum geht's dir denn? Es geht mir wirklich darum, dass die Gäste sich hier wohlfühlen. Jetzt zeige ich dir noch den Balkon. Das ist ganz spannend, weil ja hier Hauptbahnhof ist. Hauptbahnhof. Manchmal gibt es auch Raucher, deswegen haben wir hier einen Aschenbecher hingestellt. Das ist jetzt aber hier natürlich nicht die schönste Ecke Frankfurts, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Ja, also das ist ganz klar der Fall. Aber es hat auch absolut seinen Charme. Weil was im Bahnhofsviertel sehr gut funktioniert, ist das Zusammenleben mit sämtlichen Nationalitäten. Natürlich, wenn du dann ins Richtung Rotlichtviertel läufst, dann ist schon diese Drogenproblematik ziemlich ersichtlich. Das ist nicht schön, da gebe ich dir recht. Man muss aber auch schon so ein bisschen Mut haben, um ein Hotel hier im Bahnhofsviertel aufzumachen, oder? Ich sag mal, ich war ja sozusagen geübt und habe nicht die Katze im Sack gekauft, weil ich Das selber war- hier schon 10 Jahre gearbeitet habe für meine Vorgänger. Und ich habe dann auch gelernt, dass man eigentlich nicht mutiger sein muss als in einer anderen Lage. Es wäre mutiger, da vorne im echten Rotlichtviertel ein Hotel zu haben, weil die leiden schon mehr. Hast du denn wirklich Gäste, die herkommen und das Ganze als Abenteuer sehen? Eine Nacht übernachten im Bahnhofsviertel? Das mag es geben, aber ich habe noch nie sowas gehört von einem Gast. Es gab einmal eine Frau, die kam irgendwo aus dem Bayerischen Wald. Und die ist... Das ist natürlich die Fallhöhe, ne? Aus dem Bayerischen Wald, hier schön in den Frankfurter Hauptbahnhof. Genau, und die war scheinbar nicht informiert, die Dame. Und sie kam dann gar nicht bis ins Hotel, sondern hat dann Reis ausgenommen, weil sie ist über die Taunusstraße, welche eine der ätzendsten Straßen vom Bahnhofsviertel ist sie hierher gelaufen und hat gesagt, nee, hier kann sie nicht sein. Glück für Steffi, dass nicht alle Gäste aus dem Bayerischen Wald kommen, sondern das Hotel gerade wegen der zentralen Lage buchen. So auch dieser Gast. Jetzt kommen Sie öfters hierher. Ja, wenn ich im Deutschen Filminstitut spiele. Was machen Sie genau? Ich bin Stummfilmmusiker. Und es gibt Leute, die gucken sich das heute noch an? Immer mehr. Echt? Ja. Und wo machen Sie das? In kommunalen Kinos, auf Filmfestivals. Ich bin jetzt auf dem Weg nach San Francisco und komme gerade noch nicht rüber. Ich habe jetzt noch kein Visum. Ja. Vielleicht kommt es heute Mittag. Und dann würde ich mich wieder einchecken in das eine Zimmer. Okay. Das heißt aber, wir checken Sie jetzt erstmal aus. Jetzt machen wir erstmal die Genau. Rechnung fertig. Nach dem Auschecken musste er tatsächlich wieder einchecken, denn leider hat er kein Visum bekommen. Oben so drauflegen. Das mit der Einreiseerlaubnis kenne ich zu gut. 1993 bin ich mit meiner Familie als Kriegsflüchtling aus Kroatien nach Deutschland gekommen. Niemand wollte uns aufgrund der Duldung einen Mietvertrag geben. Wir haben ja im Hotel gelebt, meine Eltern und ich, also meine Familie, als wir nach Deutschland gekommen sind.
Und natürlich hatten wir super engen Kontakt zu den Betreibern des Hotels, war familiengeführt. Und ich weiß als kleiner Junge, dass ich immer nach der Schule an die Rezeption zu der Frau Knöbel durfte. Es war eine ganz, ganz nette Frau, die da jahrelang gearbeitet hat. Und mit ihr saß ich da immer und durfte dann ein bisschen was malen oder die Schlüssel irgendwie einräumen, wenn die da vorne auf dem Tresen waren. Das heißt, ich habe schon ein paar Erinnerungen, aber das liegt jetzt halt auch 30 Jahre zurück. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Kind ganz spannend findet, weil da ist ja jemand da, der sagt, hier, komm her, setz dich hin, mach mit, ja. Ja. Da fühlt man sich nicht allein, also das ist so... Voll, ja? Da werde ich auch jedes Mal total emotional, wenn ich darüber nachdenke oder darüber spreche. Weil da jemand da ist, weil das ist was, wir sind soziale Säugetiere. Ich habe so Deutsch gelernt. Ja? Ich habe so Deutsch gelernt. Ich bin ja hergekommen, ich konnte ja kein Wort Deutsch. In Deutschland waren wir in Sicherheit und das Hotel ein Jahr lang unser Zuhause. Auch Tamara fand in Deutschland eine neue Heimat. Und heute putzen wir gemeinsam die Zimmer. Du hast jetzt, was ist das jetzt hier? Das ist die Liste erstmal. Das ist die Liste. Die A heißt Abreise, B heißt Bleibe. Ja? Das heißt, 9 Zimmer sind schmutzig, die müssen jetzt sauber gemacht werden. Machst du das alles alleine oder bist du hier im Team? Nee, ich mache alleine. Wegen heute machen wir zusammen, aber sonst dann wir zu zweit. Wir tauschen mal den Zettel. Dann Beispiel, eine macht 13 und andere macht 13. Das ist die Bleibezimmer. Aber bei Bleibezimmer, du weißt schon, gibt es immer so ein bisschen, Gäste machen so wie zu Hause, ja? Das ist normal. Deswegen, die will keine, dann wir anfassen im Bett. Aber hier jetzt muss ich ein bisschen was machen, ja? Nur ein bisschen was erledigt, wegen, du weißt schon, dann Gast will nichts mehr. Dann will nichts mehr, das war's. Nehme ich die 3 Handtücher, so Fußmatte. Mache ich dann liege ich hier so Fußmatte. Nee, ich mache dann mit dem, mache ich sauber. Putze ich den Boden. So, staubig ein bisschen, aber... Diskretion ist bei Tamara die Grundregel. Die persönlichen Sachen der Gäste werden weder zusammengelegt noch abgeräumt. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Aber klar, der Gast soll sich ja wie zu Hause fühlen. Trotzdem muss man aber das Zimmer sauber machen. Nicht immer einfach. Dann viel zu viel Sache, dann natürlich ein bisschen schwierig putzen. Ja, wegen du willst alles machen, aber wie kann man sagen, dann viel zu viel, dann muss man nichts klopfen, wegen die schon weg. So. Das ist jetzt Abreise? Nee, das ist auch Bleibe. Ich habe gesagt, die 2 Bleibe, ja. Sag mal, was du alles hier schon gesehen hast, oder? Zu viel. Aber du weißt schon, dann arbeite ich 5 Tage, ja. Das weiß ich, ich habe Zimmer wie Coppello gemacht. Aber komme ich nächsten Tag und denke ich, wer war hier eine Nacht übernachten? Wie lange machst du den Job? Ich bin nach Deutschland gekommen 2001, 24 Jahre. 15. September und 31. September, ich war schon hier. Kein Wort Deutsch. Und ich war hier. Wo kommst du her? Von Ukraine, Odessa. Hast du deinen Mann in Deutschland kennengelernt? Nee, oder hast in Ukraine. In der Ukraine in hast der du ihn Ukraine. Der kennengelernt? hat gekommen nach Ukraine. Da habe ich ihn da kennengelernt, in Ukraine. Ich war noch nichts in Deutschland. Und dann hast du dich verliebt? Nein, ich habe nichts verliebt. Warte mal, ich habe erst einmal ihn gesehen. Für mich war Schock. Erste keine Sprache. Ja. Du verstehst nichts mehr, was der dir sagt. Und der hat mich eingeladen nach Kiew und dann gesagt, jetzt will ich mit dir heiraten. Und dann ich habe gesagt, okay. Der war ein richtig guter, herzlicher Mensch. Der Beweis, dass Liebe manchmal keine Sprachbarrieren kennt. Ich bin kleine, da muss ich leider hier hochgehen, aber später da putze ich sowieso. Hast du auch mal so ein richtig ekelhaftes Bad gehabt, was richtig schmutzig war? Ja. Was war so das Schlimmste, was du erlebt hast? Zu viel. Da manchmal Leute kotzen oder so, das verschiedene Gäste, ja. Und das musst du dann trotzdem wegmachen? Oder natürlich, oder Beispiel geduscht und nichts richtig dann sauber gemacht oder selbst dreckig, so richtig so schwarz gehabt. Aber das ist ganze Zelt.
Das heißt, die Leute sind im Hotel, zahlen Geld und denken, Ja, nicht alle, aber es gibt einige, gibt's verschiedene die Leute. kotzen irgendwo hin und lassen es dann einfach liegen und denken sich, da gibt es andere Leute, ich habe es ja bezahlt, die putzen das weg. Ja. Das ist doch respektlos, oder? Natürlich, aber das ganz zählt. Ich kann nichts vergleichen. Meistens sauber. So unordentlich, so mit Wäsche, Sache überall liegt, aber meistens sauber. Ein Teil der Wäsche wird übrigens selbst gewaschen. Was mich wohl jetzt erwartet, im ersten Zimmer, das ich mehr oder weniger ganz alleine putzen darf. Ah, direkt zwei Betten. Die meisten, die hier im Housekeeping arbeiten, bekommen um die 15 € netto pro Stunde. Zusätzlich gibt es aber Goodies, wie zum Beispiel Frühstück und Kaffee. Von den 4 Mitarbeiterinnen auf den Zimmern haben, wie Tamara, fast alle einen Migrationshintergrund. Jetzt gibt es ja doch Menschen, die sagen, naja, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die hier nicht arbeiten wollen, die Ausländer sind, die haben hier im Land nichts zu suchen. Macht dir sowas Angst? Für mich schon, wegen mein Mann ist tot und ich habe gar keinen deutschen Pass. Aber ich habe gefragt, ich kann beantragen meinen deutschen Pass. Ich mache schon. Und dann gucke ich, was kommt da raus. Ich bin schon lange Jahre hier leben. Ich bin ganz andere, nicht so hier einfach gekommen, wegen ich will hier bleiben. Ich habe mit meinem Mann verheiratet, bin ich hier gekommen. 24 Jahre lebe ich hier, dann denke ich, kriege ich alles. Das, glaube ich, hasse ich am allermeisten, jetzt diese Kackdusche zu putzen, ey. Ja, etwas, was ich auch zu Hause sehr leidenschaftslos mache. Uah. Die waren Haare. Ja, wohin jetzt damit? Blöd von mir. Die Haare werde ich später aus der Toilettenbürste entfernen müssen. Läuft? Chefin, das macht keinen Spaß. Mit Drücken ist schwer. Da brauchst du wirklich Kraft, da musst du überall rein, da musst du... Ja, das hier macht mir gerade nicht so viel Spaß, aber das ist Alltag. Ja. Wie motivierst du dich denn jeden Tag? Was ist es genau? Natürlich Geld, wegen wir leben über dem Geld, aber die mit Mensch so Kontakte, dann du bist nicht zu Hause alleine. Kommst du, da redest du mit deinen Arbeitskollegen, treffst du neue Leute, Beispiel bei Hotel, mit Gästen zu viel reden. Ab und zu gibt es Gäste, wo nur am Reden, alte Leute, da kannst du wirklich Spaß. Jeden Tag Toiletten putzen, Betten machen, den Dreck von anderen beseitigen. Mit Sicherheit kein Traumjob. Gerade deswegen bewundere ich Tamara, mit welcher Gründlichkeit und Fröhlichkeit sie all das hier macht. Das hier ist übrigens ein Zeichen für den Gast. Heißt, Bad ist geputzt. Und bist du schon fertig, ja? Körperlich fix und fertig. Das glaube ich. Also ich muss sagen, bisher der härteste Job hier im Hotel. Ist nicht so einfach. Bisher der härteste Job. Ja. Dafür ist aber die Nachtschicht super entspannt. Vera, übrigens Studentin, erzählt mir, dass das fast immer so ist. Ich habe ja immer gedacht, Hotelbetreiber, die haben es geschafft. Taschen voller Geld und ein entspanntes Leben. In dieser Woche habe ich erkannt, dass die Realität manchmal anders aussieht. Ein Hotel zu betreiben bedeutet echt harte Arbeit, die sich nicht immer in Profit niederschlägt. Und ich habe erlebt, dass in diesem kleinen familiären Hotel das Zwischenmenschliche mindestens genauso viel gilt wie das große Geld.